Reflexivpronomen. Wann benutzt du sie? Welche unterschiedlichen Formen gibt es? Und ganz wichtig, wann benutzt du das Reflexivpronomen im Akkusativ und wann im Dativ? Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier bei Easy Deutsch. Auf meinem Kanal erkläre ich dir die deutsche Grammatik auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise. Falls du also Probleme mit der deutschen Grammatik hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal und ich werde dir helfen, deine Grammatikprobleme zu beenden. Heute erkläre ich dir die Reflexivpronomen. Was sind Reflexivpronomen? Das sind zum Beispiel mich, mir, dich, dir oder auch sich, uns oder euch. Reflexivpronomen sind Pronomen, die sich zurück auf das Subjekt beziehen und du verwendest sie vor allem mit den reflexiven Verben. Reflexive Pronomen mit reflexiven Verben. Wie genau das funktioniert und was du da vor allem beachten musst und welchen Fall du wann benutzt, das erkläre ich dir jetzt mit Hilfe meines E-Books. So, als erstes schauen wir uns die Bildung der Reflexivpronomen an. Reflexivpronomen richten sich immer nach dem Subjekt und müssen dekliniert werden. Gute Nachricht, sie gibt es nur im Akkusativ und Dativ. Und dort unterscheiden sie sich auch nur in der ersten und zweiten Person Singular. Also nur da musst du überlegen, welche Form es ist. Ist es Akkusativ oder Dativ? Also nur, wenn das Subjekt ich ist, beziehungsweise du. Dann gibt es im Akkusativ und Dativ einen Unterschied, nämlich mich und mir und dich und dir. In der dritten Person sowie im Plural und in der Höflichkeitsform ist der Akkusativ immer identisch mit dem Dativ und es ist sich, uns, euch und auch hier wieder sich. Warum zeige ich dir das erstes? Einfach, weil es wichtig ist, einfach auch damit du die Erklärung verstehst, wann du die Reflexivpronomen benutzen musst. Grundsätzlich natürlich bei den reflexiven Verben. Reflexivpronomen werden bei reflexiven Verben benutzt, macht, glaube ich, Sinn. Was sind reflexive Verben? Reflexive Verben sind Verben, die sich auf das Subjekt zurückbeziehen. Das kannst du nochmal genauer nachlesen in der Lektion, die ich dir hier unter dem Video verlinke und auch in dem Video, was ich dir hier in den Infokarten verlinke, sobald ich es produziert habe. Schauen wir uns diese zwei Beispiele an. Hier, ich wasche mich, da steht das Reflexivpronomen mich im Akkusativ und ich wasche mir die Hände. Hier steht es im Dativ. Der Satz sieht relativ gleich aus. Wir haben nur die Hände hier noch extra hinten dran. Warum benutze ich denn hier den Akkusativ und warum benutze ich hier den Dativ? Ganz einfach. Normalerweise steht das Reflexivpronomen immer im Akkusativ. Außer das Verb zwingt dich dazu, den Dativ zu benutzen oder es gibt eine Akkusativ- oder eine Dativergänzung. Ergänzung bedeutet immer grammatikalisch notwendige Dinge. Einfach ausgedrückt, gibt es zwei Objekte, wird das Reflexivpronomen im Dativ benutzt und ansonsten im Akkusativ, außer das Verb zwingt dich zum Dativ. Wie hier, ich helfe dir. Helfen benutzt immer den Dativ, deswegen natürlich auch bei den Reflexivpronomen. Und hier habe ich zwei Objekte. Ich kaufe mir ein Auto. Ein Auto ist ein Objekt und natürlich auch bin ich selbst hier das Objekt und dementsprechend benutze ich dann hier auch den Dativ, wenn es ein weiteres Objekt gibt. Objekt, aufpassen, sobald eine Präposition davor steht, dann ist das kein Objekt mehr. Wie hier zum Beispiel bei diesem Beispiel, ich wasche mich. Ganz einfach, da steht das nur alleine da, also Akkusativ. Ich wasche mir die Hände. Hier haben wir zwei Objekte, nämlich die Hände und mir. Aber ich wasche mich unter der Dusche.
oder in der Dusche. In ist eine Präposition und dementsprechend ist in der Dusche kein Objekt mehr, sondern eine sogenannte Präpositionalergänzung. Also merke dir, wenn du zwei Dinge hast, die keine Präposition davor stehen haben, dann benutzt du das Reflexivpronomen im Dativ und ansonsten im Akkusativ, außer das Verb zwingt dich zum Dativ. Außerdem musst du die Reflexivpronomen auch noch bei den sogenannten reziproken Verben benutzen. Reziproke Verben sind Verben mit einem Subjekt im Plural, wo die zwei Personen im Subjekt die Handlung miteinander machen. Es gibt also keine außenstehende Person, sondern nur die zwei oder mehreren Personen im Subjekt. Hier zwei Beispiele. Die zwei Frauen sehen sich. Das bedeutet, die zwei Frauen sehen einander. Sie streiten sich. Hier ist das Subjekt immer Plural und die beiden Personen führen die Handlung miteinander aus. Und dann kannst du hier anstelle von einander oder miteinander auch sich benutzen. Also häufig wirst du wahrscheinlich einander oder miteinander benutzen, aber du kannst es auch durch sich austauschen. Immer wenn ein Verb als Subjekt ein Plural hat und dann die beiden Personen oder mehrere Personen die Handlung miteinander ausführen. Die bekanntesten oder Verben, die das am häufigsten machen, sind küssen, einigen, lieben, kennen, sehen und auch streiten. Dort kannst du das einander mit sich austauschen. Häufig sind es auch genau die Verben, die hier noch ein Akkusativ brauchen, die also ein Objekt brauchen, denn man muss etwas sehen. Ich sehe alleine funktioniert nicht. Es ist was sehe ich und deswegen muss hier das Reflexivpronomen stehen, denn die zwei Frauen sehen sich gegenseitig, sie sehen einander. Die Reflexivpronomen werden logischerweise mit reflexiven Verben benutzt. Das Video zu den reflexiven Verben habe ich dir hier auch nochmal in den Infokarten verlinkt. Falls du dieses Thema üben möchtest, denn ich weiß, es ist nicht ganz so einfach, dann empfehle ich dir, schau einfach mal in meiner Grammatikakademie vorbei, denn dort findest du Übungen zu allen YouTube-Videos, die ich mache. Also zu jedem Thema, was ich dir hier kostenlos erkläre, findest du dort extra darauf abgestimmte Übungen, damit du das Gelernte direkt anwenden kannst. Als Mitglied der Akademie unterstützt du mich dabei, hier weiter diese Videos für dich machen zu können und ich gebe dir einen möglichst großen Wert als Gegenleistung, denn zusätzlich zu den Übungen zu allen Videos, die ich produziere, bekommst du auch Zugriff auf all meine E-Books und Online-Kurse. Dort hast du zusätzlich nochmal über 500 Seiten voll mit Erklärungen als PDF zum Download zu allen möglichen Themen und auch noch 600 weitere Seiten mit Übungen zu allen möglichen Grammatikthemen. Also, wenn du deine Grammatikprobleme endlich beenden willst und auch die Mauer zwischen dir und der Grammatik endlich einreißen möchtest und anfangen möchtest, sicher Deutsch zu sprechen, dann schau jetzt in meiner Grammatikakademie vorbei und dann lösen wir gemeinsam alle deine Probleme mit der Grammatik.